Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's ganz gut. Heute geht es mal an die Analyse, nämlich Spieltagsvorschau vor dem Spiel gegen Ex-Trainer Christian Tietz. Ja, es wird ein sehr, sehr spannendes, umkämpftes Spiel werden, so wie grundsätzlich eigentlich immer, wenn es gegen so einen Trainer geht. Es wird ein taktisches Duell werden, ein sehr, sehr aufgezogenes Duell auch, was vor allem offensiv sowie defensiv sehr interessant wird, denn ich bin mir sehr sicher, Tietz wird damit rechnen, dass der FCM defensiv spielen wird. Wiederum werden wir aber mit einer interessanten Taktik sicherlich kommen und Variabilität, das was Tietz bei uns sehr, sehr selten gebracht hat. Aber damit heißt es dann auch, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und wir blicken zuerst, so wie immer, auf unseren Gegner. Die haben nominell sehr wahrscheinlich den besten Kader der Liga, sind dritter Platz mit 6 Punkten. Schlüsselspieler sind Tomiak, Leopold und Bono für das Spiel, sehe ich hier. Spielsystem ist das 3-4-3 flach, das kennen wir noch. Verletzte gesperrte Spieler sind dabei, bzw. Sterne, die beiden finden sich in Vertragsverhandlungen mit anderen Vereinen. Ich glaube, die können wir da definitiv ausschließen aus den Spielen. Alle anderen sollten fit sein, nach meinem Informationsstand. Aber einige sind auch angeschlagen, das ist ja normal, wenn man unter Tietz grundsätzlich trainiert, dass da oftmals ein Spieler fehlt. Auch das ist normales Fußballgeschäft, es fehlt meistens immer Minimum einer. Es ist sehr, sehr selten im Fußball, dass da alle fit sind. Dementsprechend kommen wir zur Startelf. Tietz hat extra in der Pressekonferenz angesprochen, dass er rotieren will. Ich sehe nur im Tor, Blank, Tomiak und Gita werden die Verteidigung bilden, meiner Meinung nach. Jokota steht mit Taibi, Leopold und Neubauer im Mittelfeld, beziehungsweise auf den Außen. Rochelt und Bundu werden rechten Flügel und linken Flügel spielen und Kellmann sehe ich als Stürmer. Ich glaube vor allem die Größe könnte bei einem FCM punkten. Wie das wirklich aussieht, werden wir dann schauen. Und vor allem die Umsetzung wird interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Tietz das Ganze eingeht. Ich denke mal, er wird seiner Taktik grundsätzlich treu bleiben und ich glaube, das wissen auch unsere Jungs in der Mannschaft. Und damit kommen wir nämlich schon zu dem Punkt. Damit blicken wir auf uns, auf den Club und natürlich auf den kleinen Vorteil, den man hat, denn die Spieler wissen, wie Tietz spielen lässt, wissen auch, wie die Philosophie ist. Wiederum weiß Tietz nicht unbedingt, was der neue Trainer macht. Da hast du also einen minimalen Vorteil. Kann auch sein, dass er dadurch nochmal Bonuspunkte sammelt, weil natürlich Tietz auch weiß, wie die Spieler ticken. Aber da sind natürlich auch einige neue gekommen. Grundsätzlich ist der Kader aber natürlich noch sehr, sehr vergleichbar mit dem letzter Saison. Auch das ist ja normal. 3 Punkte aus 2 Spielen konnten wir holen, das ist ein gutes Ergebnis. Man hat in beiden Spielen eigentlich grundsätzlich einen Vorteil gehabt. Schlüsselspieler dabei sind Grib, Hugonet und Adrik für das Spiel, sehe ich hier. Vor allem Grib könnte sehr, sehr interessant werden, sich direkt mal gegen den besten Gegner durchzusetzen, könnte gute Punkte hageln für ihn. Spielsystem ist das 3-4-2-1. Verletzte gesperrte Spieler sind Herrscher, Lurik eventuell und Diawara ist auch noch im Aufbautraining. Eigentlich geht das für beide mit dem Aufbautraining. Beide werden es ja wahrscheinlich nicht schaffen zum Spiel und damit dann auch fehlen. Damit sind aber wieder viele Spieler fit. Matthiesen kehrt zurück, nachdem er sein Kind bekommen hat. Auch das freut mich sehr für ihn. Mit Leistung können das gerne nochmal feiern. Reimann im Tor, Hugonet, Matthiesen und Hoti werden in Verteidigung spielen, so wie immer. Bokkon hat solid auf seiner Seite gemacht, Falco war schlecht, deswegen würde ich Ulrich wieder aufstellen. Gnaka, Musunda, Artig, Grib und Kars. Ich glaube, das ist eine gute Startelf, die wir da bieten können. Ich glaube, man kann es auch kurz machen. Das sieht richtig gut aus, was wir da in der ersten Elf haben. Und dann haben wir auch noch hintenrum noch einiges an Qualität da mit Max Geschwill und jetzt auch zu dem Hirien, der wird sicherlich auch auf der Bank schon sein. Da stehe ich sehr, sehr positiv gegenüber, denn der kann auch einiges. Meiner Meinung nach, was als zweite Reihe jetzt mittlerweile da ist, sehr, sehr gut. Also, da mache ich mir persönlich keine Sorgen. Es kommt natürlich darauf an, wer mehr Qualität dann auch auf dem Platz zeigt, wer taktisch klüger ist. Und dann gibt es auch so viele Punkte im Fußball, die wirklich so ein Spiel entscheiden, Tagesform. Und da muss man hoffen, dass man wirklich besser drin ist. Es wird, wie gesagt, das schwerste Duell in diesem Liga-Betrieb werden. Schlüsselduelle dabei werden Hoti, Hugonet gegen Kellmann sein. Ich denke schon, dass Tietz mit Größe spielen wird, denn das ist ein Punkt, der beim FCM immer gehagelt hat, das weiß er selbst. Mal gucken, ob er es probieren wird. Ich sehe es hier klar. Ulrich gegen Leopold und Taibi und Musunda gegen Bundu. Das wird auch mit interessanteste Duell. Musunda ist aktuell wahrscheinlich in der Form seines Lebens. Bundu wiederum
absolut on fire. Das ist meiner Meinung nach der interessanteste Spieler der Liga. Mein Tipp ist hierbei ein 2-3 für den FCM. Ja, ich gehe auf Sieg, weil ich auch weiß, dass wir es können. Und Tietz ist nicht unschlagbar. Tietz kann man ausgucken. Und wenn man es schafft, hagelt es meistens viele Gegentore. Das kennen wir selbst aus unserer Vergangenheit. Siehe Preußen Münster, siehe KSC. Also da gibt es genug Beispiele für, die man dann auch davor zeigen kann, dass es so mal passieren kann, dass man aufs Maul kriegt. Und vor allem von Gegnern, die defensiv stehen, muss man erwarten, dass Hannover Punkte liegen lässt in der Saison. Und dann muss man schauen, wie Hannover darauf reagiert, was die Kritik zeigt und so weiter. Aber das ist persönlich nicht mehr unser Problem. Und deswegen würde ich auch schon sagen, was ist mit diesem Video? Schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Dankeschön an den, das macht. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und damit lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao, Leute.